Hello and welcome to meiner Fatness-Channel. Heute der zweite Teil zum Thema Antikörper. Und wie versprochen, heute das Special für die Damen, wo ich zeige euch super Ernährungstipps, wie ihr kommt in der kürzesten Zeit zu eurer Traum Burkini-Figur. Aber bevor wir beginnen, eine Frage. Habt ihr gemacht vor Ostern Fastenzeit? Falls ja, so wird das nichts. Ihr müsst sofort vergessen, Wörter wie Fasten, Diäte oder Askese. Überhaupt die Askese ist ein riesen Irrtum, tragischer Irrtum von der Geschichte. Es passierte in dem Mittelalter, in den Klosters, war uralter Text. Und in dem Text stand drin, Askese und alles war gut. Und der Mönch hatte gemacht Übersetzungsfehler. Er hatte das weggelassen. Und der Text war auf einmal nur Askese und alles war gut. Er hatte die emittiert, war wahrscheinlich eine Eremite. Und vor 1500 Jahren, die Leute in den Kloster sind fast verhungert, nur wegen dieser Trottel von Legastheniker. So lasst der Blödsinn. Okay, Tipp Nummer 1. Ausgewogene Ernährung heißt viele Eiweiß. Und viele Fett und viele Kohlenhydrate. Ihr könnt beherzigen diese Regeln, ihr habt schon die halbe Miete. Tipp Nummer 2. Auf Quantität achten. Ihr müsst groß denken. Nehmt die größte Packung, ihr könnt finden. Oder erinnert euch an eure Kindheit, wo es heißt, nimm 2. Nimm 2 Knödelpackungen oder 2 Haselnusscreme. Oder bei der Wein schaut auf die Etikette, wenn da steht da drauf für Quantitätswein. Es ist mindestens 5 Liter Bottle und ihr seid auf der sicheren Seite. Tipp Nummer 3. Auf das Kleingedruckte achten. Ist es das Perverse? Die guten Fette sind nicht in der Fettgedruckte, sondern in der Kleingedruckte. Da müsst ihr reinschauen. Und da müsst ihr suchen die gesättigte Fettsäuren. Weil die sind schon vorverdaut und braucht ihr nicht selber verdauen. Und das spart Energie. Tipp Nummer 4. Vergesst alle diese Produkte gemacht nur für Frauen. Sind eine Katastrophe. Klingen schon fürchterlich. Ich kann gar nicht begreifen, wie jemals konnte jemand kaufen solche Produkte wie hier Cola Light. Ja, Cola Light, wer will denn leiden? Das ist so eine schwache Sinn. Oder hier, fast schlimm. Es ist schlimm. Oder hier. Du darfst, wer will sowas abwecken? Oder so Sachen wie FDH, klingt das schon fast wie FDP. Oder Igitte-Diät, lasst diese Blödsinn. Tipp Nummer 5. Superfood. Superfood ist klassifiziert dadurch, dass es hatte mehr als 100 Kilokalorien pro Kubikzentimeter. Und ich habe euch mitgebracht heute wirkliches Superfood, heißt es Superfettfraus. War eine lange Zeit nicht so verfügbar für Frauen, weil hießen Negerküsse. War natürlich riesen Diskriminierung, weil nur für schwarze Bevölkerung. Später ist es ein bisschen besser geworden, weil es gab dann auch die Weißen, hießen aber Super Dickmanns und waren nur für Männer. So nun endlich diese Klasse Produkt ist auch verfügbar für Frauen und heißt das, wie gesagt, das Super Fettfraus. Ist wirklich Superfood. Tipp Nummer 6 und letzter Tipp ist ein bisschen extremer Tipp, ich gebe zu. Heißt Achtsamkeit. Kommt von den 8 Watchers und funktioniert folgendermaßen. Ihr müsst von jedem Produkt und jedem Lebensmittel 8 Stück essen. Heißt zum Beispiel zum Frühstück 8 Spiegeleier, zum Mittag 8 Schnitzel. Ist schon ein bisschen extrem, ich gebe zu, selbst für mich ist ein bisschen viel zu trinken, jeden Abend 8 Weißbier. Aber falls ihr könnt machen, ihr habt super schnell Erfolg. So, dann vielleicht noch 2 Literaturtipps. Der erste ist von der französischen Autor Jules Quillot, heißt Calorien ne va plus. Auch wenn ihr schon satt seid, da geht noch was.
zeigt euch Tipps, wie ihr, auch wenn ihr schon seid zu Platze voll, wie ihr könnt immer noch weiter essen. Und der zweite von die australische Autor Dicke Wave heißt der Tsunami, die fette Welle rollte an oder dick werden über Nacht. Wirklich beide super Bücher, kann ich wirklich empfehlen. So, wenn ihr euch haltet an meine Tipps, ihr werdet kommen in 0, nix zu eurer Raumfigur. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinklicken und wie immer, stay tuned und lebe ungesund.